einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag, nachdem ich meinen Wetset in meine Haare gedreht habe. Irgendwie witzigerweise habe ich heute früh eine sehr kratzige Stimme. Man weiß nicht wieso. Ach ja. Es ist soweit, unsere Haare sind über Nacht getrocknet. Das heißt, wir werden jetzt einmal unsere Sponge Roller Lockenwickler aus den Haaren rausmachen. Was wir dann brauchen, um die Haare zu stylen, zeige ich euch einmal. Und zwar habe ich einmal hier verschiedenste kleine Bürstchen und einen Tupierkamm zum Tupieren und zum Hinarrangieren der Haare. Eine Bürste, um das Ganze durchzubürsten. Und weil unsere Haare wahrscheinlich sehr füßelig sein werden, habe ich hier einmal noch zwei Öle. Einmal ein Kokosnussöl und einmal Oil Reflections von Bella und eine Pomade. So, Schritt Nummer 1 ist natürlich, wir müssen ja irgendwie an die Haare rankommen. Also kommt jetzt das tolle Tuch, das uns über Nacht die Haare so schön zusammengehalten hat, einmal runter. So, da ist die ganze Pracht. Ihr könnt auch nochmal so drüber tasten, ob auch wirklich alles trocken ist. Ansonsten müsste man nochmal ein bisschen dran föhnen oder unter eine Trockenhaube oder so. Aber wenn ihr es nicht allzu nass gemacht habt, wie ich es im anderen Video erklärt habe, dann dürfte das eigentlich alles gar kein Problem sein. Jetzt geht es daran, diese Sponge Roller rauszumachen. Und dazu zieht ihr die so raus, wie ihr die Locken haben wollt. Also wenn ihr die Locke nach vorne haben wollt, dann zieht ihr das Ende eben nach unten, sodass ihr diese nach vorne gedrehte Locke habt und zieht es einfach dann so nach unten raus. Und wichtig ist, dass auch wirklich jede Strähne, die ihr gelockt habt, dann so herausgezogen wird. Das ist eigentlich grundsätzlich so die beste Möglichkeit. Und das macht ihr dann einfach wirklich komplett mit dem ganzen Kopf, wie ich es euch auch wieder zeige. Das einmal richtig rum hindrehen und dann rausziehen. Das Wetset-Setting im Endeffekt habe ich ja in einem separaten Video gemacht, das auch schon hochgeladen und veröffentlicht ist. Da habe ich auch den Link zu diesen Conair Soft oder Sponge Roller oder wie auch immer sich die jetzt nennen, Pillow Roller, man weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall, habe ich da den Link rein. Ich tue ihn auch gerne nochmal hier unter dieses Video, zusammen mit den Produkten, die ich auch gerade eben gezeigt habe, ja, damit ihr da eben gucken könnt. Genau. Wenn ihr jetzt wie hier eine Strähne habt, die eben nicht so optimal zum Rausmachen ging, dann dreht die bitte wieder ungefähr in die Richtung. Es erleichtert einfach das Auskämmen doch nochmal erheblich. Guckt auch hier auf der anderen Seite, dass ihr die Wickler richtig rauszieht, damit auch hier die Locken in die richtige Richtung gehen. So, das letzte, der Pony. Auch hier zieht ihr das in die Richtung, wie ihr den Pony haben wollt. Also nicht irgendwie rausmachen, sonst wird es später ein ganz schönes Durcheinander. Aber da habt ihr auch schon beim Einrollen eigentlich aufpassen müssen. Badumts. Und da war alles raus. Und dann habt ihr erstmal so einen ganz süßen Lockenkopf, wie so ein Porzellanpüppchen. So, dann geht ihr mit den Fingern einmal durch die Haare durch, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Und da erschrickt man dann meistens erstmal, weil je nachdem, wie eng man sozusagen diese Locken gemacht hat, desto mehr Afro kommt jetzt dabei heraus. Also wenn man die in der richtigen Größe gemacht hat ungefähr oder einfach relativ groß, dann sieht man halt so ein bisschen ja, 80s aus, so
so wie ich jetzt gleich. Wenn ihr es wirklich viel zu eng gemacht habt mit oder beziehungsweise mit einfach zu kleinen, zu dünnen Strähnen, dann habt ihr wirklich einen richtigen Afro und dann wird es auch echt richtig tricky, die rauszubürsten. Aber dieses mit der Hand ein bisschen durchgehen ist schon nicht schlecht, damit ihr nicht so viele einzelne Teile habt, sondern damit sich die Haare so ein bisschen zusammenfinden, die Locken, und dann geht es vom Styling her einfach wirklich viel einfacher. So, 80s, hallo. Wahnsinn. Wenn ihr hier so Knicke habt, das ist einfach, wenn ihr habt hier nach oben, also oben drauf jetzt zusammengeknotet, diesen Sponge Roller oder Pillow Roller, dann könnt ihr dazu einfach einmal einen Lockenstab verwenden und das sozusagen wieder rausdrehen mit dem Lockenstab. Ich glaube, ich kann es nicht erklären, aber guckt es euch einfach an. Also ihr dreht es einfach so ein bisschen nach oben in die andere Richtung, dann mit der Knick nicht mehr nach innen geht, nach unten zeigt, sondern eben, ja, ganz so ist, wie er sein soll. Ach, ich kann das nicht erklären, aber ich glaube, ihr habt es gesehen. So, um jetzt die Locken ein bisschen zu bändigen, braucht ihr entweder Öl oder Pomade. Ich würde euch Pomade empfehlen, einfach weil wenn ihr auch noch ein bisschen zu viel Öl nehmt, dann kann es einfach sein, dass eure Locken raus sind. Also deswegen empfehle ich, probiert es erstmal mit viel Kämmen und mit viel Pomade. Und seid auch ruhig mit Pomade relativ großzügig. Vielleicht ist es nicht so, dass ihr total fettige Haare habt, aber seid ruhig großzügig und arbeitet es wirklich einmal komplett durch die Haare durch. Natürlich am Pony am Ansatz etwas vorsichtig sein, aber grundsätzlich könnt ihr da schon draufhauen. Ich nehme dann einmal nicht mehr eine normale Haarbürste, sondern diese Schweineborsten, Wildschweinborstenbürste, um die Haare schön ja, zusammenzubringen und in eine schöne Form zu bringen erstmal. Um einfach zu gucken, was man da so fabriziert hat. Und dann könnt ihr, wenn ihr das so hingesmoothed habt, eine ganz normale Bürste nehmen und eben um die Bürste rum und um eure Hand rum die Haare bürsten, die Haare stylen, die Locken so ausbürsten, wie ihr es braucht, wie ihr es haben wollt, wie es euch eben gefällt. Nacharbeiten würde ich persönlich immer wieder mit dieser Wildschweinborstenbürste. Da könnt ihr einfach immer wieder hin und her wechseln und ihr braucht keine Angst haben. Ihr müsst durchkämmen, damit die Haare so werden, wie sie sein sollen. Ihr könnt eigentlich gar nicht zu viel bürsten. Die Haare sind so arg gelockt durch so ein Wetset, dass man da wirklich überhaupt keine Panik haben braucht. Ich teile mich hier gerade nur, nicht, dass ihr euch wundert, die Haare einmal ab, damit ich mich so um den Kopf rumarbeiten kann, damit die Locken auch überall gleichmäßig schön sind und nicht irgendwo weiter runterhängen oder so. Ihr seht, eigentlich formt sich grundsätzlich alles von selber. Also ihr kämmt einfach durch und es formt sich so hin, wie ihr haben wollt. Hier gerade eben nochmal diese Wildschweinborstenbürste. Die Ponypartie möchte man natürlich meistens etwas mehr gestylt haben. Das heißt, wir haben uns jetzt zwar ungefähr hingekämmt, aber es wird jetzt nochmal nachtupiert. Und dann eben mit Wachs, mit Haarspray fixiert und nochmal mit einer Babybürste oder dieser Wildschweinborstenbürste schön hingestylt. Und ja, teilweise erfordert das Stylen auch ein bisschen Geduld und sowas soll ja im Endeffekt perfekt aussehen.
So, wunderbar. Wenn irgendwo euch Haare zu weit nach unten hängen oder nicht ganz zum Rest dazu passen, ihr könnt immer stabilisieren durch Tupieren oder mit Haarnadeln. So mache ich das gerne. Ich tupiere einfach die Spitzen etwas an, die ja so nach innen gedreht, nach innen gekämmt sind. Und ihr könnt dann auch gerne einfach mit einem Bobbypin noch unten rein ein bisschen fixieren, das Ganze ein bisschen festigen, damit nichts rausrutscht oder sich aushängt oder so. Einfach das Ganze so hin arrangieren, wie ihr es haben wollt. Was bei diesen Stylings immer euer Freund ist, ist Haarspray. Die Haare sind ja grundsätzlich in ihrer Form und die Haare sind grundsätzlich auch bombenfest, aber Haarspray ist einfach wirklich ganz wichtig, damit das Ganze auch den ganzen Tag über hält. Und ja, da dürft ihr auch ruhig großzügig sein mit einem ordentlich guten Haarspray. Das war es im Endeffekt eigentlich auch schon. Die Haare machen ja eigentlich alles wie von selber sozusagen.